Hey, willkommen zurück, Fragrance Doc wieder hier. Ja, heute habe ich für euch 5 frische, coole, sehr, sehr günstige Düfte für den Sommer. So, Punkt. Ich dachte, ich mache das mal. Ich zeige euch 5 Düfte, die wirklich günstig sind. Vielleicht nicht für jeden. Ich kann nicht jeden, ich weiß nicht, wie viel Geld ihr habt, aber auf jeden Fall sind das schon günstige, gute Düfte plus ein. Und zwar den einen habe ich reingenommen, weil das nicht jedermanns Sache ist, aber er gehört einfach dazu, wenn man eine kurze Abkühlung haben will. Und die stelle ich euch gleich vor. Für alle Neuen, die das erste Mal hier sind, bleibt hier, schaut meine ganzen Videos. Ich habe 500 Videos fast voll. Ja, das sagt eigentlich schon alles. Bleibt einfach hier, es würde mich natürlich freuen. Drückt die Glocke. Und ja, gehört zum Dog-Team. Und für alle anderen, für alle Eingesessenen, ja, es gibt jetzt die Mitgliedschaft. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr reinkommt. Dann gibt es ein paar Extras nur für euch und vor allen Dingen auch ein Livestream oder mehrere natürlich Livestream nur für Mitglieder. Ja, so Leute, jetzt kommt der Duft, den ich ja nicht reingenommen habe, warum auch immer. Ich finde ihn gut, aber das ist nicht jedermanns Sache, und zwar 4711 Kölnisch Wasser. Ja, hier schön in 800 ml. Raucht man einfach. Ja, der Duft hält nicht lange, aber das ist auch einfach nur eine Erfrischung. Und 30 € kostet diese 800 ml. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ihr euch weniger holt, was das kostet. Und ja, ich werde die Düfte unten verlinken. Schaut mal rein. Viele sagen Oma-Duft, ja, weil Oma immer das benutzt hat und Oma diese Tücher hatte, ja, aber er ist einfach erfrischend. Ihr müsst mal das Duschgel von dem benutzen. Das ist nochmal was ganz anderes. Das ist geil, wenn ihr, oder wenn euch warm ist im Sommer oder wenn, egal im Sommer, egal, wenn ihr schwitzt nach dem Sport, das Duschgel ist sehr, sehr nice. Ja, der hat es nicht geschafft, aber ein Kultduft und 4711 gehört einfach dazu. So, der nächste ist der Ice Touch Man von Max. Nun weiß ich nicht mehr, ob der noch im Laden steht. Ich weiß nicht wie, ich bin kein Drogerieduft-Typ eigentlich oder der Ahnung von hat. Ich habe die nur einfach mal mitgenommen und das ist einfach holzig frisch. Ist richtig nice. Man darf ja nicht vergessen, was dieser Duft kostet. Hält auch seine 4 Stunden. Ja, das ist eine absolute Abkühlung. Und das braucht man doch im Sommer, auch im Auto zu benutzen übrigens. Da kriege ich immer so viele Anfragen. Den könnt ihr auch im Auto benutzen. Sprüht ihn da rum, lasst ihn da liegen. Normalerweise, ihr wisst ja, also Parfüm sollte nicht heiß werden und im Sommer wird es heiß. Wie lange der denn hält, ist natürlich die zweite Frage. Aber das ist ein Duft, den kann man ja mit sich führen, wie auch immer. Ja, es ist super. Ja, da gibt es auch noch eine andere Version, die habe ich jetzt vergessen, sorry, die riecht so nach den Split Eyes. Sehr, sehr nice, auch von Max. 2020 kam der raus. Auch sehr geil, ich werde die immer einblenden. Auf jeden Fall sehr, sehr nice für den Preis, darf man nicht vergessen. So, der nächste. Perry Ellis Dewy Silhouette. Ja, den muss ich immer dabei haben, weil das sind 200 ml. Der Flakon richtig groß, schön. Wie gesagt, ja, wie ich immer so schön sage, könnt ihr auch für was anderes benutzen. Auf jeden Fall das vorweg. Weil viele sagen, die 100er ml ist der Sprüherkatastrophe. Ja, gibt es hier beim 200er nicht. Ja, und das ist die Vollendung im Endeffekt von Acqua di Gio zum Original. So, also Acqua di Gio, das Original, das ist nicht meins. Ich mochte es einfach nicht. So sollte es riechen. Würzig dazu, Haltbarkeit um einiges besser, einfach geiler. Wenn ihr mit dem draußen im T-Shirt, wenn es wärmer ist, unterwegs seid, das ist so ein geiler Duft, Leute. Das ist ein so geiler Duft. Sehr geil. Und ich mache den Acqua di Gio irgendwie überhaupt nicht. So, also das heißt schon viel. Ja, Perry Ellis Dewy Silhouette. Sehr nice. Also, sehr geil. Cooler Duft. So. Dann hätte ich was, den habe ich sehr selten oder beziehungsweise glaube ich nur einmal vorgestellt. Zwar auch erst vor kurzem, eine Skulptur. Tja, von Nikos. Glaube Nikos, ne? Steht hier. Guck mal, ich bin da wirklich mit Drogeriedüften nicht so drin, aber ich stelle sie für euch vor, weil ich habe ja auch, wie gesagt, einige, also das ist natürlich kein Drogerieduft, ne? Das meine ich nicht damit. Aber Touch, also von Max und er hier. Aber Skulptur geht seit ewigen Jahren. Oh, das ist das süße,
Ja, cremige Vanille, so ein bisschen Hintergrund. Das heißt, ein bisschen ist schon da. Also Sculpture, da muss ich eigentlich gar nicht viel zu sagen. Den testet mal bei DM, Rossmann und wie die ganzen Läden heißen. Ihr werdet den mitnehmen. Ihr werdet den mitnehmen. Oder gleich blind. Ich werde sehen, ob ich den bekommen kann bei mir. Unten in meiner Verlinkung mitnehmen. Auf jeden Fall, der sollte in jedem Haus sein. Ich habe ihn jetzt mal wieder raus. Der war noch verschweißt. Ich dachte einfach mal, ja, könnte man ja auch mal wieder aufmachen. Den kenne ich auch seit der Jugend. Mann, Alter, da habe ich welche von leer gemacht. Also Skulptur ist wirklich nice. So, dann haben wir Giorgio Beverly Hills. So, Giorgio Beverly Hills ist der 18 € Duft. Ja, so ein bisschen auf dieses cremige, nicht relaxed, aber hier ist moosig, grün. Viele wollen ihn immer oder nicht, vielleicht wollen sie ihn verwechseln mit relax. Er ist nicht so relaxed, aber geht in diese Richtung ein bisschen. Und von Davidoff, das Cold-Ding. Also Giorgio Beverly Hills für 18 €, 125, nee, 118 doch. Geiler Duft, hält auch eine gute Weile von 6 Stunden. Aber es kostet ja nichts. Und natürlich ist der hier ein bisschen für die Älteren, sage ich mal so. Aber nochmal, wenn ihr Bock habt, diesen Duft zu tragen, egal wie alt, dann tragt ihn, wenn ihr ihn gut findet. Punkt. Das ist noch ein Klassiker. Das ist, ja, was soll ich sagen, grün. Aber hier ist diese Moos im Endeffekt ziemlich eingebettet in diese Cremigkeit. Und das macht ihn genial. Das macht diesen Duft wirklich lecker und top. Da riecht ja nicht unbedingt dieses Ältere raus. Und das ist sehr, sehr nice. Giorgio Beverly Hills. So, und zu guter Letzt kommt der Seifenduft schlechthin. Und da müsst ihr mal gucken, was für eine Größe ihr habt. Und zwar Mugler's Cologne. Ja, das ist eine Badewanne voller Seife. Das sind 300 ml. Ja, und der bleibt einfach geil im Sommer. Der bleibt einfach geil im Sommer. Und der kostet auch nicht viel. Ich werde diese Größe verlinken wahrscheinlich. Mal gucken. Und da müsst ihr zuschlagen. Und vor allem für den Sommer. Und der riecht genauso. Vielleicht nicht ganz so cremig wie der Creed Vetiver von Creed. So, ihr müsst den Creed da nicht haben. Das ist nice. Das ist nice. Mugler Cologne. Sehr, sehr geil. Ach, hier, jetzt riecht man die Frische, die Kühle, das ist eine Abkühlung und ja, als wenn ihr euch in Seifenwasser legt, so ein bisschen fruchtig noch, also nicht nur hier Seife, das ist so wie manche Hotels eine Seife haben, aber nicht diese Oldschool, nicht dieser Oldschool-Mist, sondern das moderne, sehr, sehr geil. Mugler's Cologne. Ich sag nur noch Mugler, weil der hat das ja verkauft, soweit ich weiß. Und das heißt ja nur noch Mugler und nicht mehr Terry Mugler, besser gesagt. Mugler, nicht Mugler. Mugler, Mugler, wie auch immer. Auf jeden Fall sehr geiler Duft. Ja, Leute, das waren 5 günstige Düfte, die ihr auf jeden Fall in Hochsommer haben solltet. Die funktionieren. Max ist natürlich der günstigste. Und mit 4711 und im Endeffekt sind die alle nicht so teuer. 18 €. Ich glaube, der teuerste ist wirklich vielleicht der Mugler, weil, aber das sind 300 ml und dann ist es auch wieder nicht so teuer. Und wie gesagt, Aqua di Gio soll ich schon. Ja, Perry Ellis. Ich will jetzt keine Preise sagen. Das schwankt ja immer. Wenn ich jetzt das hier mache, fertig mache, ist der vielleicht 8 € teurer als vorher. Aber für den Preis kriegt ihr auch was. Und vor allen Dingen 200 ml. So, und für Ice Touch von Max, wisst ihr, wie teuer der ist. Und Skulptur gibt's auch bei DM. Kostet auch nichts. Ein Ende, also nichts, ne? Ich weiß ja nicht, ich darf jetzt auch nichts Falsches sagen, weil nicht jeder hat so viel Geld und kann ich verstehen. Und deswegen gibt's jetzt auch mal günstige Düfte. So, wie gesagt, aber der ist nice. Wie gesagt, eigentlich alle sind nice. Das war's, Leute. Bleibt dran, bleibt auf meinem Kanal, wie gesagt. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Mach's gut. Fragrance Dog.